Hallo und willkommen zum Teil 5 unserer Australienreise 2023. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht hier auf der Bootbutju Campsite. Die Campsite ist riesengroß, sodass sich die verschiedenen Camper deutlich verteilen. Heute geht es nach Exmouth und in den Cape Range National Park. Aber erstmal müssen wir die 10 Kilometer zurück zur Straße. Die gesamte Cape Range Halbinsel ist übersät mit unzähligen riesengroßen Termitenhügeln. Fast alle Tracks oder Gravel Roads in Australien sind Wellblechpisten, also haben sogenannte Corrugations. Und das scheppert ganz schön. Wir kommen nach Exmouth, dem Tor zum Cape Range National Park. Dort im Visitor Center wollen wir einen Platz für ein paar Nächte auf einer der zahlreichen Campsites im Park buchen. Erste Schwierigkeit: Plätze auf den Campsites kann man nur online buchen. Zweite Schwierigkeit: alle Campsites sind auf Monate ausgebucht. Frei stehen im Nationalpark ist verboten. Dritte Schwierigkeit: es gibt einen Overflow-Parkplatz für die Nacht in Exmouth. Aber um dort zu stehen, muss man um spätestens 14-15 Uhr in Exmouth sein. Jedoch von Exmouth bis zum Parkeingang sind es 40 Kilometer. Der Park selbst ist dann nochmal 55 Kilometer. Also hin und zurück 190 Kilometer. Wir fahren erstmal in den Cape Range National Park und schauen uns die zahlreichen Aussichtspunkte an. Für heute Abend haben wir einen Plan. Dazu später mehr. ob ich jemals die Stuart P irgendwo finde. Links oder rechts?
mal Bäume dahin. Story Bay, T-Bone Bay, aber zu Blackside, ne? Ja. We wake, hear the birds and see the sun. Endlich, wir haben sie gefunden. Heikes Lieblingsblume hier, die Stuart Desert Pea. Die zahlreichen Tagesparkplätze sind am Anfang des Cape Range National Parks gut besucht. Wahrscheinlich Besucher, die in Exmouth oder in Exmouth auf dem Campingplatz übernachten. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Das Gefühl, es Riff kommt immer näher. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to. Es wäre so cool, wenn ihr einfach hier auf dem Platz stehen bleiben könnt bis über Nacht. Für uns wären die Parkplätze hier ideal zum Übernachten, denn wir sind völlig autark, aber leider verboten im Nationalpark. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Es ist mittlerweile Nachmittag und nicht mehr so lange bis zum Sonnenuntergang. Da machen wir uns auf den Rückweg. Die Hälfte des Nationalparks haben wir geschafft. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Das Ningaloo Reef, das perfekte Schnorchelrevier. Das Riff selbst liegt nicht so weit von der Küste entfernt, man könnte fast hinschwimmen. Allerdings gibt es hier Haie und man sollte vorsichtig sein.
Kurz vor dem Nationalpark gibt es eine Private Station, also einen Campingplatz von privater Hand. Und diese Campingplätze haben auch Overflow-Parkplätze. Dies wollen wir probieren. Auch dieser Campingplatz ist völlig ausgebucht, aber wir erklären, dass wir aus Deutschland sind, nicht wussten, dass man vorbuchen musste und sagen, dass wir extra hier hingefahren sind. Ja, und mit ein bisschen guten Zureden kriegen wir den Overflow-Parkplatz für diese Nacht. Und auch für die nächste Nacht. Perfekt für uns. Down these. Who am I to disagree, Lord? I've traveled the world in the seven seas, and everybody's looking for something. Some of them wanna use you, some of them wanna be amused, some of them wanna abuse you. Wir starten sehr früh und fahren direkt bis zum Ende des Nationalparks, zum Yardi Creek. Dort wollen wir den Yardi Creek Trail laufen, circa 4 Kilometer. Wird aber schon jetzt steiniger, ne? Es wird einem schon warm. Es ist Juli. Es ist wieder Zeit, um 10 zu brechen. Im Sommer, bei 40, 45 Grad im Schatten, ist dieser Trail bestimmt sehr anstrengend. Aber jetzt im Winter, bei angenehmen 22 bis 25 Grad, kein Problem.
Hier in den felsigen Canyons soll es die sehr seltenen Felsenkängurus, Rock Wallabies, geben. Denn hier sind sie sicher vor den Dingos, aber bis jetzt haben wir noch keins gesichtet. Und dann entdecken wir in den Mangroven des Yardie Creek auch noch Flughunde. Die hängen in den Bäumen. Dies war eine perfekte Wanderung für uns mit zahlreichen Entdeckungen. Jetzt wird es bald Mittag, Zeit für eine Pause und etwas Schwimmen und Schnorcheln am Ningaloo Reef. Leider hatte ich die Kamera falsch eingestellt, sodass die Unterwasser-Filmaufnahmen nichts geworden sind, sondern nur ein paar Fotos. Da wir unsere Ersatzwelle ja gebraucht haben bei der Reparatur, habe ich in Deutschland eine neue Ersatzwelle bestellt, damit wir im Fall der Fälle wieder einen Ersatz dabei haben. Die ist jetzt heute angekommen in Exmouth. ISC, Rudi ist glücklich. Hat alles geklappt. Und? Juhu, juhu! Das Baby ist da! Wir wären gern länger geblieben am Ningaloo Reef, aber alle Plätze sind ja voll und unser Overflow-Parkplatz war nur für 2 Nächte. Zum Abschied wollen wir noch den Sonnenuntergang am Leuchtturm genießen. Und wir haben Glück, weit draußen können wir Wale sichten. Das war Teil 5 unserer Australienreise 2023.
Hier am Ningaloo Reef hat es uns wirklich sehr gut gefallen, aber man muss wirklich sehr, sehr früh oder rechtzeitig buchen. Am besten 3 Monate, manche buchen 1 Jahr voraus. Daher versuchen wir unser Glück im Outback. Wir hoffen, dass es dort etwas entspannter ist und machen uns dann im nächsten Teil auf den Weg nach Tom Price und zum Kanchenjunga National Park. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.